So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf unserem Podcast-Channel That's Tough. Craft did it. Neben mir Alan Schrow und heute sprechen wir über die WM 2023. Genau, richtig. Lass uns mal direkt starten für die Leute, die ja nicht mit dabei sind und nicht wissen, wie es hinter den Kulissen aussieht. Wie sieht so ein Zusammentreffen aus mit der Nationalmannschaft? Oder besser gesagt, wie sah das für euch aus letztes Jahr? Eure Zusammenkunft, wie ist der Ablauf der Dinge gewesen, um das jetzt mal als Beispiel zu nehmen? Ja, wir haben uns in Bonn getroffen. Es war Trainingsauftakt, Lehrgang in Bonn. Da bin ich mit Che und Mikey nach Bonn gefahren. Wie viel vor den Spielen, also wie viele Tage vor den Spielen ist so ein Zusammentreffen dann? Wir haben uns, glaube ich, 28 Tage, Mhm. knapp einen Monat vor dem ersten Spiel getroffen. Genau, das heißt, einen Monat vor dem ersten Pflichtspiel haben wir uns getroffen in Bonn, sind wir alle zusammengekommen. Heike habe ich direkt getroffen, der hat uns empfangen direkt am Eingang. Shoutout to Heike, Heike. Er macht alle Sachen, die wir brauchen als Spieler, kümmert sich extrem gut also um jeden Spieler, alle in dem Front Office, wäscht unsere Sachen, bringt die Wasserflaschen zu uns. Also so einen gibt's nicht nochmal. Okay, aber zurück zum Thema. Haben uns getroffen, alle Spieler waren dann im Foyer, haben natürlich uns begrüßt und dann sind wir Mittagessen gegangen und sprechen dann so mit dem Team, mit dem Coach, was wir erreichen wollen, wie wir uns zu benehmen haben und. So ein bisschen klassenfahrtmäßig, oder nicht? Ja, das ist schon, also, weil du freust dich immer also extrem auf den Sommer, weil du die ganze Saison deine Jungs nicht wirklich siehst, Mhm. so. Und das ist ja schon wie Family. Das ist also, wir sind ja wirklich alle, würde ich sagen, sehr unsere Beziehung, also freundschaftlich, ist schon echt auf einem hohen Level und deswegen freuen wir uns natürlich immer wieder im Sommer aufeinander zu treffen und, ja, hart zu arbeiten. Okay, und dann geht es ja auch so ein bisschen von Stadt zu Stadt, von Land zu Land. Mhm. Erzähl mal ein bisschen, wie das letztes Jahr war. Letztes Jahr sind wir Bonn waren wir auf jeden Fall für, ich glaube, 'ne Ich krieg's Woche. gar nicht mehr zusammen. Also, Bonn, da erinnere ich mich noch und dann? Bonn, dann waren wir auf jeden Fall in Hamburg, da haben wir immer Supercup. Ja, stimmt, Supercup. Sind wir immer beim Supercup, da haben wir gegen China, Kanada gespielt. Mhm. Dann waren wir in Berlin vorher, Mhm. da haben wir auch 'n Testspiel gehabt gegen die kanadische Nationalmannschaft. Mein, jetziger NBA-Coach, Shay und Lou Dort und, alle anderen NBA-Spieler. Ich erinnere mich. Genau, dann sind wir danach nach Okinawa geflogen. Erst mal waren wir in Abu Dhabi. Abu Dhabi. Abu Ja, Dhabi, da sagst du was, Wichtiges, weil Abu Dhabi war das Spiel, wo wir auch wirklich Testspiel. dominiert haben. Ja, Mhm. Griechenland, also wirklich gut gespielt mit 20:30, gewonnen, glaube ich. Aber dann haben wir gegen die USA gespielt und da war das erste Mal, okay, wie so ein bisschen testen, Mhm. schauen, wie es funktioniert. Haben wirklich für, ich glaube, 34 Minuten dominiert und dann ist Anthony Edwards heiß gelaufen und ja, dann hat er so ein bisschen Trash getalkt, aber ich bin dann in die Kabine, alle ein bisschen nicht so gut drauf, alle traurig gewesen und ich habe gesagt: „Ey, das ist genau das, was wir brauchten und wenn wir noch mal in diese Situation kommen, gewinnen wir auf jeden Fall das Spiel.“ Mhm. Weil ich habe auch, viele Situationen im Spiel, also, wir haben wirklich dominiert, aber am Ende habe ich, selber auch nicht gute Entscheidungen getroffen, hatte einen Turnover, aber ich glaube, hätten wir gewonnen, wäre das nicht gut gewesen für die WM. Ich glaube, da wäre nicht der gleiche, ähm,
oder das gleiche Resultat wäre Ja, du gekommen. hast das ja häufiger gesagt, dass das besser war, weil die Erwartungshaltung und der Druck ein anderer gewesen ist, dadurch, dass ihr halt eben verloren habt, womit ja die meisten dann, ja, muss man ja auch mal so sagen, viele natürlich auch gerechnet haben, Ja. weil alle Amerika ja immer irgendwo da ganz oben sehen. Und, ja, ich erinnere mich noch ganz genau an dieses Testspiel. Du warst echt super zufrieden danach, Ja, obwohl ihr verloren habt. ja. Und das ist also das gibt es eigentlich nicht. Dass ich nach dem Spiel, wenn wir verlieren, dass ich einfach sage: „Ja, das ist in Ordnung so.“ Deswegen, das Spiel alle waren wirklich traurig, auch in der Kabine, aber ich habe halt gesagt: „Ey Leute, das ist sollte uns bewusst sein, dass wir die Weltmeisterschaft holen können.“ Und dann, den nächsten Tag wussten eigentlich alle, dass wir, 'ne Chance haben, die Weltmeisterschaft zu holen. Mhm. Und Also, das war so euer Schlüsselmoment, sagst du? ich glaube schon. Mhm. Ähm, ja, und nach dem Spiel, 'n Tag danach hatten wir ja diese ich weiß nicht mal, ob das 'n Tag danach war. Es war direkt im Anschluss. Nach dem Spiel sind wir gefahren und sind nach, Okinawa geflogen. Das war direkt nach dem Spiel, ne? Ja, direkt nach dem Boah, das Spiel war so sind wir stressig. ja, die haben so 'n paar so Lunchboxes gemacht, weiß ich noch. Dann waren wir im Bus, sind, gefahren und dann sind wir doch in der Nacht dort angekommen und da waren doch voll viele Leute draußen und haben voll gefeiert. Mhm. Und das war echt cool. Geiler Empfang gewesen. Die Fans waren direkt da. Und ja, dann sind wir ins Hotel und haben gepennt. Ja, du erzählst das so, als wäre das voll stressfrei gewesen. Aber wir haben ja noch, glaube ich, an diesem Tag unsere Flüge gebucht und auch an diesem Tag erst entschieden, dass überhaupt die Kinder und ich und so mitkommen. Und Genau. dann war es voll hektisch und Ellen wollte eigentlich gar nicht, mitfliegen, weil es ihr eigentlich auch nicht gut ging. Plus, dass wir Amari hatten, Bubba, a.k.a. Bubba, der Kleine, der war ja extrem klein, so und dann 14 Stunden lang nach Japan zu fliegen, Abu ähm, Dhabi waren ja schon 6,5 Stunden, glaube ich, ne? genau. In der Nacht vor dem Spiel gegen USA haben wir gebucht und da hat Ellen dann gesagt: „Hey, weißt du was? Ich fliege doch mit.“ Und das war auch der Schlüsselmoment, weil ich wusste, die Familie ist am Start. Deswegen Shoutout auf jeden Fall an meine Frau und an meine Kinder, die haben das, live miterlebt erstmal. Und ja, es war einfach crazy. Also, ich meine, du warst da, die 3 Kinder, Che ist gekommen, Borri ist gekommen, Mikey und Keith waren da. Es war schon, wie soll ich sagen, also diese 2 3 Wochen dort, auch wenn es außergewöhnlich war in Japan und, in den Philippinen, war es echt geil. Ja, also die Umstände waren auf jeden Fall also wenn man das mal so also was auf jeden Fall dieses Jahr, also das WM-Jahr gepasst hatte, war natürlich, dass du unter Vertrag standest, erst mal überhaupt spielen konntest. Mhm, Das hatte ja das letzte Mal quasi das Ende für dich bedeutet. Und dann aber würde ich sagen, viele Umstände haben halt eben nicht gepasst. Zum einen, Joel war nicht mit am Start, dem ging es gesundheitlich nicht gut. mhm. Er war ja eigentlich immer so jemand, der immer an deiner Seite war. Und dann war ja eben halt auch dieser Moment, wo ich ja auch überlegt hatte, nicht mitzukommen, weil wir ja eben diese Fehlgeburtssache hatten und die Operation und mein Arzt mir auch davon abgeraten hatte, halt eben, zu fliegen. Mhm, Ich gesagt habe: „Okay, Abu Dhabi, das kriegen wir noch irgendwie hin“, aber dann die restliche Weiterreise war dann irgendwie ein bisschen zu viel, dachte ich und auch für die Kinder. Und dann weiß ich noch, habe ich halt eben, ähm, die Nacht dann halt gesagt: „Ey, ich lasse es die Kinder entscheiden. Wenn die sagen, die wollen mit, so, dann machen wir es.“ oh, ehrlich? Ja, hä, weißt du nicht mehr? Ne. Und dann haben wir haben dann mit, Imaya und Junior gesprochen. Da haben wir gesagt: „Guck mal, Papa ist jetzt so und so lange weg. Wir können entweder mitfliegen.“ Es ist ja dann aber ein sehr, sehr langer Flug, weil unsere Kinder hassen ja Fliegen, vor allen Dingen Junior, er hasst Fliegen und, Aber er lange macht das schon immer Autofahrten. gut, ne? Ja, aber Ja, er ist traumatisiert. ja. Merkst du das so, egal wo du mit ihm hinfährst? Er fragt immer, wie Er lange fragt noch. dich: „Wie lange wird die Fahrt dauern?“ Ja, weil er will immer Action haben. Er kann nicht einfach so jetzt sich hinsetzen Von wem hat er und das so? chillen. Und er Er sagt hat das immer von dir. „an Bord“. Ja, Immer.
Aber er war definitiv, er hat dann gesagt: „Auf jeden Fall, die Kinder möchten mit und so." Und dann habe ich auch gesagt: „Ey, machen wir auf jeden Fall." Und ich bin ja nur mit einem Koffer angereist. Also, ich hatte halt gepackt für 5 Tage. Mhm. Ich hatte einen Koffer für 4 Personen und, keine Ahnung, ich hatte 2 Paar Schuhe mit und ich glaube 2, 3 Paar Hosen pro Kind und auch für mich selbst und so, das war's so irgendwie. Spontan ist immer am besten. Boah, wir mussten echt schon gut, also, die Situation dann anpassen dementsprechend. Ja. Es war tough, ja, und dann weiß ich noch, am Flughafen, wir waren richtig gestresst auch, weil dann irgendwas nicht gepasst hat. Wir mussten's noch direkt so kurz vor Abflug standen wir noch am Schalter, haben noch irgendwelche Sachen umgebucht und so. Es war nicht ohne und als wir ankamen, ey, ich war so happy, ne? Ja. Und ich weiß, der Flug war auch gar nicht so lustig mit Amari. Also, er hat nicht geschrien oder so, aber er war halt die ganze Zeit wach und Wach. so, weiß ich noch. Er ist Wo ja wir auch dann so. angekommen sind, hatte ich Hunger und dann sind wir nach unten gegangen, weil sie hatten noch so ein bisschen Buffet für uns und das Buffet war absolut gar nichts. Ey, das ist ja auch eine Sache, wo du ja immer so kritisierst, wenn du dann halt vor allen Dingen klar, in Deutschland ist auch schon nicht cool, Mhm. Das Essen, wenn du ihr müsst ja immer zusammen essen. Das ist ja wieder 'ne andere Sache. Ihr seid ja gezwungen, sozusagen immer zusammen zu essen. Ihr müsst Frühstück alle am Start sein, ihr müsst Mittag alle am Start sein, dann müsst ihr zum Snack alle am Start sein und zum Abendessen. Ich glaube, Snack ist manchmal Optional, manchmal aber auch optional. Frühstück haben sie jetzt, also ist es optional. Es ist immer zwischen 7 und 9 Ach so, und da okay. kannst du halt gehen, wann Aber du Mittag und willst. Abendessen ist Pflicht. Genau. Aber ich muss auch sagen, das hat seinen Vorteil, weil das Team einfach zusammenwächst. Ja, aber dann müssen die dir was Besseres zu essen hinstellen. Das stimmt natürlich auch, Das aber Essen, das ist echt das war das ist wirklich, verrückt. sehr schwierige, ähm, Phase Mhm. oder, schwierige 10 Tage, die wir dort hatten. Wir mussten halt immer dann noch mal extern, also Mhm. nach dem Essen sind wir noch mal in die Stadt gegangen und haben natürlich nach Essen gesucht und ja, da gab's dann auch mal hin und wieder mal 'n Burger oder, Spaghetti, Wagyu, denn da weißt du noch, Wagyu, wo wir genau, den in Steak konnte ich Japan selber grillen, ja, ne? Ja, ja. da war ich, so 2, 3, 4 Mal. Ja, wir haben dann halt immer nach Essen gesucht, ne? Man muss dazu sagen, dass natürlich, das Essen das halt das Hotel, ne, da kann dann natürlich auch Ja klar. da können die natürlich nichts für, aber ich weiß noch, du bist immer gut am struggeln. Das war ja auch damals, wo du gesagt hast, das hat dir das Genick gebrochen damals, in China, Ja. weil du wirklich nicht gegessen hast, kraftlos warst, ich erinnere mich noch, dass du gesagt hast, das kann so nicht noch mal sein, weil sonst kannst du halt auch nicht abliefern, auch nicht spielen und, Mhm. ähm, ja. Ja, ich weiß noch, als wir also das war Ja, du hast gar nicht gegessen. Katastrophe Ja, in ich weiß. China. Also, ich habe gar nichts gegessen, ne? Ja. Und, ja, das war nicht gut. Und, so waren dann auch die Ergebnisse, ne? Aber Lass nicht drüber reden. Wir sprechen jetzt über diese WM und die Ergebnisse waren fantastisch. 2023, die Und, waren ja, also egal, was du halt eben gemacht hast, auch wenn eben die Situationen manchmal so waren, dass es halt eben na ja, ne, man muss sich halt eben anpassen der Situation, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Für mich ist natürlich auch immer so 'ne Sache, ich komme ja halt immer mit und bin halt da und supporte und bin halt super gern bei den Spielen dabei, muss aber sagen, ich sehe dich ja eigentlich so gut wie gar nicht. ja. Du Deswegen sage bist ich ja, Shoutout to dir und die Family, weil im Endeffekt ihr seid halt ich habe Snack, also sagen wir Frühstück, Mittag, Snack ist optional, Training zwischen Frühstück und Mittagessen, Behandlung, Behandlung, werfen. dann werfen. Ich bleibe immer noch extra lange mit Kief und werfe noch. Also, da ist nicht viel mit, Family Time und wie ich schon gesagt habe, dafür muss man gestrickt sein. Da brauchst du eine Frau, die wirklich sehr stark ist und einfach mit der Zeit also, dann es genießt, mit den Kindern zu sein und es versteht, dass der Papa einfach und, Mann, ja, für Deutschland, repräsentieren will. Ähm, und ja, das war nicht viel Zeit, aber du hast uns immer oder mir das Gefühl gegeben, immer wenn ich da war, hast du schon, Essen bestellt und
In Manila war das dann auch ein bisschen besser, da hast du immer so Pizzen bestellt, waren da und Spaghetti, weiß ich noch, Carbonara hatten die dort. Da haben wir immer gegessen und, ja, deswegen, also es war schon nicht ohne in Japan. Aber man muss auch dazu sagen, dass Japan die Fans am Start waren. Auf jeden Fall und vor allen Dingen auch so extrem respektvoll Yes. waren. Ja, Und das ist genau das Gegenteil gewesen dann in den Philippinen. das stimmt. Auch verrückte Fans und das kann man natürlich auch auf jeden Fall, ne? Also, um Gottes Willen, man freut sich ja über jeden Fan und Mhm, ist wahrscheinlich auch einfach eine andere Fankultur dort. mhm, Aber wenn man Japan und Philippinen, das ist das eine Extrem, ja, so die wirklich immer 2 Meter Abstand von dir halten, sich gar nicht trauen, dich anzusprechen und sich einfach von der Entfernung vor dir verbeugen ja, und super respektvoll waren, bis hin zu den, Fans also, wo wir halt eben, in Manila waren, wo sie dich einfach anfassen, an dir zerren, an dir ziehen, deine Kinder überrannt haben, dir die Kamera ans Gesicht gehalten haben, in Scharen hinter dir hergelaufen sind und das war, und ich hatte Luka Doncic. ja. Was war das? Das war nicht seine Beraterin. Was war sie? Seine Assistentin? Ach so, ja, das war ja, ich habe irgendwie gehört, dass es die arbeitet für die Dallas Mavericks, aber sie macht, Sie seine arbeitet persönlich für Ernährung. ihn. Genau, aber Ne, sie macht macht nicht seine Ernährung. Sie hat gesagt, sein Ernährungsberater er hat jetzt einen und der kommt jetzt auch, das hat sie mir erzählt. Sie sagt, ah, sie macht sein ganzes so eigentlich alles, sie managt eigentlich alles so um ihn okay, herum. krass, okay. Und sie habe ich halt kennengelernt im Flieger und, dann haben wir uns auch im Bus bisschen unterhalten und so und sie hat mir halt so ihre Erfahrungen mitgeteilt, weil sie auch sehr, sehr viel mit Dirk Nowitzki gearbeitet hatte. Mhm, genau. Und da hat sie zu mir gesagt, so: „Ihr müsst aber vorsichtig sein, so die Fans sind wirklich verrückt, so haltet euch fern von den Fans“, hat sie so gesagt. Mhm, Und ich dachte mir so: „Okay, ja, sie hat die Erfahrung jetzt so mit Nowitzki gemacht. Mal gucken, wie es halt so wird, ne?“ Und ich habe erst verstanden, was sie damit meinte, als wir das erste Mal dort angekommen sind und das erste Mal als wir angekommen sind, war's noch nicht so schlimm, weil die Leute wurden ja von Securities ferngehalten. mhm, Aber als du so in freier Wildbahn warst, da habe ich ja. erst gemerkt, was damit eigentlich gemeint war und wie recht sie Ja, einfach es war hatte. crazy. Es war schon crazy in, Manila. Ich finde das ja gut, weil die Fans haben nicht immer die Möglichkeit, NBA-Spieler und, Mhm. ähm, Euroleague-Spieler, Champions League-Spieler zu sehen. Und das ist halt das eine Mal in vielleicht 10, 20 Jahren, wo einfach so viele NBA-Spieler auf einen Haufen sind, die ihre Länder repräsentieren. Und deswegen finde ich das eigentlich ganz cool, dass die, weißt du, ausrasten und Auf jeden Fall, ja. aber wenn man halt privat unterwegs ist und wie wir manchmal in die Mall gegangen sind, um einfach die Kinder zu unterhalten und ein bisschen Spaß zu haben als Familie, dann, war natürlich die Hölle los. Ja, ich fand's halt nicht okay in dem Moment, als du hattest den Kinderwagen geschoben und neben dir ist, Junior gegangen und denen war das so egal. Die haben einfach Junior weggeschoben und Mhm. das fand ich halt so, wo ich mir gedacht habe: „Okay, das geht nicht.“ Und das war auch kein Einzelfall, sondern das waren wirklich also, Häufig, ne? ja, Ja, so einfach so an den Kindern vorbei mäßig, so: „Ey, Kinder, geht mal zur Seite.“ Und das fand ich nicht in Ordnung. Aber, habe mich da auch viel mit, Fans von dort auch auseinandergesetzt, weil ich ja diese Äußerung auch in einem meiner YouTube, Videos getätigt habe mhm, und das so beschrieben habe, weil ich ja 'n Vlog gemacht habe. Und diesem Vlog war auch deutlich zu erkennen, wie es halt eben so ablief und ich habe dazu meine Meinung gesagt. Und dann haben sie sich halt eben genauso erklärt, wie du es halt eben grad gesagt hast, dass es so 'ne once in a lifetime mhm, Sache war und sie wussten, das wird dir nie wieder passieren. Wenn sie in dem Augenblick kein Bild mit dir kriegen, dann halt niemals. Und dann habe ich's natürlich auch total nachvollziehen können, aber immer Rücksicht auf die Kinder nehmen. Das kann das ich halt stimmt. dazu sagen. Ja, das stimmt schon. Aber vor allen Dingen, das fand ich so super, ne? Dieses Hotel fand ich schon so super. Und dann diese Mall, die wirklich direkt also die war Ja, ja an dem Hotel dran mhm, und diese Mall, da gab's alles. Die hatten, glaube 2 riesengroße Indoor-Playgrounds drin für die Kinder, also so richtige Indoor-Spielplätze. ja, Dann hatten die dort, 'ne Eislaufbahn stimmt, drin. ja, ja. Dann Mhm, unendlich viele Restaurants, dann hatten sie dort, da warst du, glaube ich, nicht mit dabei, da war ich die Kinder alleine. So 'n Candyland-Museum war dort drin. Dann war da noch 'n anderes Museum, das habe ich gar nicht mehr geschafft zu sehen. Dann
Dann, Supermärkte waren drin. Also, da war einfach alles. Du musstest wirklich gar nicht irgendwo anders hin, Mhm. weil du wirklich total, Dort also, alles Unterhaltung hattest. pur hattest direkt eine Tür weiter. Mhm. Und man hat uns ja auch abgeraten, die Hotel-Area zu verlassen, weil's so sehr, sehr gefährlich sein sollte. Das stimmt. Ja, Manila, also ich hatte da beide Länder hatte ich 'ne gute Erfahrung, muss ich sagen. In Japan war's halt für mich, weil ich wirklich sehr, sehr picky bin mit dem Essen, war's Mhm. schwierig für mich. In Manila, muss ich sagen, war's viel besser, Ja, ja. weil die hatten da auch, Köche, die dann, Nudeln vor dir gekocht Die haben Rührei und auch gemacht, aber ich meine, die genau, kleinsten Kleinigkeiten haben ja eigentlich in Japan schon, weil's einfach 'ne andere Esskultur ist. Ich meine, ja. der Fehler ist ja gar nicht, ich will gar nicht jetzt, Japan kritisieren oder irgendwen, weil im Endeffekt ist es halt so, läuft der Hase dort und Ja, guck, man ist es nicht gewohnt. ja. Aber andersrum als zum Beispiel, oder wenn zum Beispiel die WM in Deutschland stattfinden würde, Mhm. dann hätten wahrscheinlich die Japaner vielleicht 'n Problem, sich hier Klar, zu ernähren, ne? Es ist halt einfach, klar. es gehört halt mit dazu, ne? Aber es wirkt sich trotzdem individuell immer auf die Spieler aus, je nachdem, wo sie sind und wie sie halt eben die Möglichkeit haben zu adjusten. Und, bei dir war's in China 'n großer Nachteil. Es hat zu 'nem Mhm. großen Nachteil für dich geführt. Mittlerweile aber finde ich, machst du das wesentlich besser. Ähm, Du bist auch offener geworden, du probierst auch mal Sachen und so und, gibst Dingen noch mal hier und da 'ne Chance. So warst du ja damals gar nicht. Aber Erfahrungen, Mhm, belehren dich natürlich auch. Und wenn du dann aus deinen Erfahrungen lernst, so wie 2019 in China, mhm, das war ja also, wie gesagt, wollen wir nicht drüber sprechen, aber es war echt 'n Albtraum. mhm, Da hat man natürlich, gelernt und gesagt: „Okay, ich muss jetzt auf jeden Fall zusehen, dass ich was esse und mhm, dass ich, trotzdem auf meinem Level bleibe, dass ich halt mein Level auch halten kann und mhm. auch wirklich performen kann.“ Und ja, ich bin auch natürlich über die Jahre offener geworden mit vielen Sachen, Ja, aber trotzdem immer noch picky. definitiv. Ja. Ja, aber, um jetzt mal weiter über die Spiele zu sprechen, erinnerst du dich noch, an das erste Spiel in Japan? Okinawa. Erstes Spiel war gegen Japan. Komplett, ich komme rein, ich habe geworfen, 1 Stunde vorm Spiel, Halle komplett full schon. Mhm, Glaube, da haben 22.000 Leute reingepasst oder so. Und ja, war komplett full von Anfang an. Wir hatten das Eröffnungsspiel, ja, Eröffnungsspiel, glaube ich, also gegen Japan, das erste Spiel und ja, ich habe mich natürlich gefreut, aber wir haben das erste Spiel 2019 WM mhm, gegen Frankreich gespielt und das haben wir halt verloren. Und mhm, deswegen war unsere WM 2019 halt nicht so gut, weil wir das erste immer in dem Turnier das erste Spiel ist, extrem wichtig. Und wir haben halt in der Kabine schon gesagt: „Ey Jungs, erstes Spiel, wir müssen das unbedingt gewinnen.“ Und dann sind wir halt rausgegangen und haben unseren Job gemacht. Ich glaube, wir haben mit 20 geführt. Wir haben auch schon gesagt: „Hey, lass uns mal die anderen spielen lassen.“ Und, die Leute, die halt nicht so viel spielen immer und nicht so viel, Einsatzzeit bekommen, haben wir gesagt: „Ey, lass uns die anderen reinbringen.“ mhm. Und dann letzte Aktion oder vorletzte Aktion, Franz Wagner knickt um. Ja, dann, war seine Laune also wirklich am Boden. Ja, klar. Und, er wusste natürlich, es war auch schon ein bisschen schlimmer, ist am Humpeln und ich habe ihn halt die ganze Zeit, den ganzen Abend, die Tage danach immer versucht, immer noch engaged zu halten, dass er sagt: „Ey, hör mal zu, wenn du wiederkommst, dann bist du am Start.“ Weißt du, so, wir werden auf jeden Fall jetzt erstmal die Spiele so absolvieren, dass wir immer weiterkommen. Und zu der Zeit, das war auch ein Schlüsselmoment, wo ich gesagt habe: „Ey, wir müssen Weltmeister werden“, weil Isaac Bonga war eigentlich von Anfang an sollte eine sehr große Rolle übernehmen, Mhm. hat aber irgendwie bei den Testspielen nicht so viel gespielt. Und dann, wo das mit Franz Wagner passiert ist, ist er direkt in diese Starting-Rolle reingerutscht.
Und er hatte, glaube ich, bevor Franz Wagner sich verletzt hat, hat er 12, 13 Minuten pro Spiel gespielt. Mhm. Und dann auf einmal ging es auf 25 bis 30 Minuten. Und das hat sein Confidence Level, also sein Selbstbewusstsein von 10 auf 120 geschraubt. Weil er wirklich also 50% Dreier geworfen hat, immer den besten Verteidiger genommen hat, zum Korb gezogen. Also der hat uns so viele Sachen gegeben als Spieler, wo ich dann gesagt habe, okay, das ist sehr gut. Und ja, war aber natürlich traurig für alle, dass Franz da die letzten Minuten sich verletzt. Aber es war gut fürs ganze Team, weil dann konnte Isaac noch ein bisschen scheinen und sein Selbstbewusstsein tanken, bevor es halt wirklich zu der K.O.-Phase und so Mhm. geht. Und ja, dann haben wir das zweite Spiel, waren wir alle noch ein bisschen geschockt, weil wir überlegt, okay, kann Franz Wagner spielen oder nicht? Mhm. Und er sagt, ey, ich bin raus, Jungs. Haben wir gesagt, ey, hört mal zu. Ähm, Next Man Up Mentality haben wir immer gesagt. Im Endeffekt, es ist wie es ist, wir können es nicht ändern, aber die auf der Bank sind, alle bitte bereit sein und wenn es dann reingeht, dass ihr 110% gibt. Und das hat Nils Giffey, muss ich da einen Shoutout geben, Justus Hollatz, David Krämer, für die Leute, die nicht so viel gespielt haben, dass die ihren Job immer gemacht haben, wenn sie reingekommen sind. Nils Giffey insbesondere, weil er einfach 3, 4 spielt und der hat halt wirklich, er trainiert halt immer jeden Tag gleich, ist ein True Professional und hat einfach da geballt, als wäre er die ganze Zeit in der Startformation oder in der Rotation überhaupt ins Spiel zu kommen. Und das hat mich halt so fasziniert. Das kann nicht jeder. Und das hat uns halt als Team auch nochmal stark gemacht. Ja, alle waren einfach, also jeder kannte seine Rolle, jeder hat mehr gegeben, als überhaupt von ihnen erwartet wurde, Ja. also 110%. Und vor allen Dingen, man hat so richtig gemerkt, so mit Liebe alles so. Ja. Da waren keine Egos im Spiel. Freude, Keine Egos im Spiel. Freude auf Jeder, der Bank auch. jeder Wurf, Ja. den wir erfolgreich abgeschlossen haben, Mhm. da waren also mindestens Mhm. 5 bis 6 auf der Bank, sind aufgestanden und Ja. haben rumgeschrien wie die Teufel. Ja, ja, Also das wirklich war sehr crazy. auffällig. Und das fehlt mir in der NBA sehr, Ja. weil ich freue mich immer sehr für meine Mitspieler, wenn sie erfolgreich sind oder wenn sie treffen. Mhm. Aber wenn du dann Film guckst, manchmal, nicht wenn ich selber persönlich abschließe, aber Mhm. wenn auch andere abschließen, du siehst halt nicht Leute, die wirklich happy sind für ihre Teammates. Und das finde ich halt in Europa sehr cool. Ja. Und bei uns ist es natürlich komplett special. Ne? Das ist Ja. wirklich keine Egos. Jeder will einfach nur gewinnen. Und wir machen es halt wirklich als Team. Ja, also ich meine, du weißt ja, ich meine, ich bin nicht der größte Basketball Kenner. Ja, wir kriegen dich da noch hin. Ja, aber so, also natürlich die Basics, da bin ich schon dabei, aber alles andere, und ich bekomme ja nicht alles mit, was da bei euch hinter den Kulissen passiert. Aber nur jetzt ganz individuell jetzt mal so menschlich auch betrachtet und so, so wie ich die Jungs auch kennengelernt habe oder wie ich euch auch erlebe, wenn ich mit euch Zeit verbringe und wir alle an einem Tisch sitzen und so. Das ist einfach jeder Einzelne ist ein cooler Typ, jeder ist einfach so 'n sympathischer Typ auch. Das sind einfach gute Menschen alles. Da ist keiner, der irgendwie aus der Reihe tanzt und Ich ein bisschen, sagen sie doch immer. ja, nach außen hin, ja, also halt, ne, weil du angeblich irgendwelche Starallüren hast, was auch immer, weil du halt eben gesagt hast, du willst Family dabei haben, weil du gesagt hast, du brauchst Einzelzimmer, weil Family dabei und so weiter und so fort. Aber die Aber das hat Einzelzimmer, ja das nichts muss mit den man Jungs zu auch tun. noch mal sagen, die Ja, Einzelzimmer die Einzelzimmer. waren für alle, die für die Nationalmannschaft spielen und nicht nur für mich. Und das hat Ja. mich auch sehr gestört, dass das in Deutschland immer thematisiert wird, dass ich alleine individuell mein Zimmer haben will. Und dann, wo es wirklich eingeführt worden ist, dann hat man gesagt: „Oh, die deutsche Nationalmannschaft, die
hat es geschafft, das Team, das ganze Team Einzelzimmer bekommen. Aber das ist das, was ich eigentlich haben wollte. Aber zurück, zu den Ja, es haben Teammates. ja auch alle so genutzt, ne? Also, was heißt alle? Da waren ja auch ein paar Spielerfrauen mit dabei Mhm. dann, ne? Dann das wäre ja gar nicht gegangen, wenn ne? Ja, Im Endeffekt, ich verstehe, das wird ja, vor allen Dingen im Fußball auch immer so als Ablenkung gesehen. ja. Aber ihr habt so viel Pflichtprogramm. Ich meine, ich habe dich gesehen morgens, als du aufgewacht bist, dann bist du gegangen 5 Minuten später und dann habe ich dich gesehen, als du dich nachts, ins Bett gelegt hast, so. Ja, So viel Ablenkung kann da ja gar nicht gewesen sein. Aber gut, ich, verstehe den Gedanken dahinter, aber im Endeffekt, jeder muss es wahrscheinlich für sich selber entscheiden. Der eine sagt: „Ich brauche meine Ruhe, ich lasse meine Familie zu Hause“, und der andere sagt: „Ich brauche meine Familie, ich nehme sie halt mit, weil mhm, brauche ich halt.“ Aber ja, ne, was ich eigentlich sagen wollte, ist einfach, dass man das merkt, so wie ihr miteinander vibet, auch wenn man dann wenn wir so dieses, Team-Abendessen und so gehabt haben. mhm. Ja, einfach 'ne tolle Truppe, tolle Jungs und ihr seid auch einfach man merkt einfach so, keiner hat also, da gibt's keine Intrigen, da gibt's kein gar nichts so. Das ist so, ihr mögt euch einfach auch wirklich ernsthaft alle und ihr Ja, respektiert euch alle und das ist alles so auf Augenhöhe. Und ich glaube, das ist auch einer von den vielen Schlüsseln, von denen wir hier die ganze Zeit sprechen, ja, die euch zu diesem Sieg geführt haben. ja, Aber ich glaube, ähm, wir können über all das hier auch nicht, sprechen, ohne einmal auch eine gewisse Schlagzeile zu erwähnen, nämlich die Maxi Kleber, Situation. Da wurde ja schon richtig viel darüber gesprochen. Du hast auch richtig viel Erklärung schon abgeliefert. Die Medien haben natürlich schon wieder die Situation, na ja, zu ihren Gunsten natürlich vermarktet. Willst du dich dazu noch einmal kurz und das war auch äußern? hier, ne? Ich weiß, Wir haben das genau hier war das, genau wo hier ich darüber gesprochen habe. So, um das noch mal aufzugreifen. kurz aufzuklären. Maxi Kleber ist ein sehr, sehr geiler Spieler. Die sind in den Finals. Er ist auf jeden Fall einer, der auch in der Rotation mit dabei ist, wieder zurückgekommen ist von seiner Schulterverletzung und, denen auf jeden Fall hilft. Mhm. Ich habe, so wie die das, in die Öffentlichkeit getragen haben. So meinte ich das natürlich nicht. Ich weiß, dass er, viele, viele Stärken hat. Er spielt seit, keine Ahnung, 5, 6 Jahren jetzt in der Liga, Mhm. hilft ein Team in die Finals oder ist mit einem Team in den Finals. Also, er ist ein super Spieler und er würde uns natürlich auch helfen. Mhm. Also, keine Frage. Was ich nur gesagt habe, ist Commitment und ich als Kapitän glaube einfach, weil wir ein Commitment gesetzt haben letztes Jahr vorletztes Jahr bei der EM, Mhm. wollte ich einfach nur, dass das Team, was bei der EM war, einfach nur weiß, dass ich als Kapitän nur das Beste fürs Team will und dass ich jeden Einzelnen in der Kabine, jeden einzelnen Teammate unterstützen werde, egal was passiert. So, und Wobo, Leon Kratzer war auch dabei, aber der wurde ja dann gecuttet, weil wir einfach so viele große, Mhm. talentierte Bigmans haben. Die spielen jetzt gerade auch Leon Kratzer in Paris, in den Finals, ähm, der auch eigentlich immer hätte mitkommen müssen. Mhm. Aber wir einfach so viele, Daniel Theis, Joe Vogtmann, Thiemann, wir haben so viele Leute Mhm. auf der großen Position, ähm, dass eigentlich alle hätten verdient, Starting zu spielen. Mhm. So, und ich wollte halt einfach nur die Leute schützen, Du wolltest niemanden zu Hause lassen, der die ganze Zeit am mit Start dabei war. war. Ja, das verstehe Ganz ich. einfach. Und ich wollte nicht irgendwie Maxi, ich weiß, er ist auch nie in der Öffentlichkeit, ich wollte ihn auch jetzt nicht irgendwie verletzen, ihn, weißt du, in die Öffentlichkeit bringen und ihn, demütigen. Ja, ich würde auch noch mal gern, die Thematik aufgreifen, weil du hast gesagt, du möchtest halt eben die Leute, die immer am Start waren, egal ob's jetzt EM ist, wo wir ja mit dem kleinsten der Dinge anfangen, dann ist ja WM, ist ja dann wieder 'n bisschen größer. Olympia ist ja immer so, je nachdem, wo du hinkommst, da wollen die Leute dann auch dabei sein. Umso größer, desto besser. Ja, Und ich finde es eigentlich, das habe ich letztens mal gesagt, weiß nicht, ob du dabei warst, ich finde es voll unfair. Also, ihr haltet das ja so, ne? Ihr bleibt ja ihr habt, wie du gesagt hast, ihr wart committed am
bei der EM, dann bei der WM und so weiter und das sollte auch so bleiben. Sollte man ja halt eben die Leute respektieren, die sich die Zeit genommen haben, Mhm. die Mühe und die Liebe investiert haben und halt eben auch die kleineren Kämpfe gekämpft haben. Und ich finde das so erschreckend auffällig bei, der USA. Da will so gar keiner mitmachen. Und dann kommt Olympia und dann bleiben alle so WM mäßig zu Hause, Mhm. vielleicht ein 2 kommen mit und auf einmal dürfen so: „Ihr habt mal unsere Drecksarbeit gemacht und jetzt kommen wir.“ Und das finde ich irgendwie nicht richtig. Ich finde, auch wenn das jetzt vielleicht ne, ich bin kein Sportguru Guru oder sowas, aber ich finde das nicht in Ordnung. Ich finde das, nicht vertretbar, dass man das so macht. Da müsste es eine Regel geben, finde ich. Ja, schwierig. Wie gesagt, bei mir, ich habe so das Problem nicht, weil immer wenn ich gesund bin, werde ich für die Nationalmannschaft spielen. Mhm, So, weil ich halt weiß, in Amerika, ich spiele in Amerika, die Leute können nicht um 2 Uhr morgens aufstehen und meine Spiele verfolgen. mhm, Es ist immer was anderes, wenn du in Deutschland spielst, immer Supercup oder in Bonn haben wir letztes Jahr gespielt gegen Schweden mhm. oder wir sind mal in Bremen, Berlin. Da können sie uns halt sehen und deswegen, das bedeutet mir natürlich sehr viel. Aber für die USA, Olympische Spiele ist das Größte überhaupt. Also, Es das ist ist ja ja auch die das größte 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 für Turnier der jeden. Welt. Ich finde es auch nicht richtig, dass die Leute, so wie Bron, KD und die ganzen anderen einfach nicht zur WM erscheinen, aber dann zur Olympischen Spiele. Das ist nicht richtig, aber das ist deren Entscheidung. Jeder soll halt machen, aber an die Fieber und, an die Leute, die das halt, bei Mhm. den Olympischen Spielen machen, da müssen sie auf jeden Fall 'ne Lösung finden. Ich finde es voll fies, ich finde es voll unfair den Leuten gegenüber, die halt WM sich 'n Arsch aufgerissen haben, weißt du? Das stimmt, Und ja. jetzt nicht zum Zug kommen und vielleicht nach einer WM, vielleicht sogar nach 'ner Goldmedaille WM, hätten trotzdem zittern müssen, ob sie Olympia antreten dürfen und dann mit der größten Wahrscheinlichkeit halt eben nicht, weil dann natürlich die ganz großen Spieler Mhm. und das finde ich irgendwie nicht in Ordnung. Ja, das können wir nicht entscheiden, aber schauen Das wir mal, stimmt. dass die Komme hier vom Thema ab. Ich wollte ja eigentlich mehr über die, WM vom letzten Jahr sprechen und vor allen Dingen über halt die Erfolge, die ihr gefeiert habt. Wir haben ja jetzt eben schon über, Japan gesprochen, also wir haben über Abu Dhabi die Spiele gesprochen, Japan die Spiele gesprochen und jetzt kommt natürlich, Manila, ja. wo dann natürlich, ja, sich alles entschieden hat, wer wird, Weltmeister und ja? Ich muss dich unterbrechen, Mhm, mhm, weil mhm. ein Knackpunkt, was mir immer einfällt, ist, dass in Okinawa Mhm. wir 5 Spiele gewonnen haben, Ja, weil wir sind ja die Gruppenphase gegangen. ja. Dann hatten wir 2 oder 3 Spiele noch, 3 Spiele, glaube ich. Ne, 2 Spiele in Mhm. der Zwischenrunde, die sie Mhm. neu eingeführt haben, wo Ja, wir dann gegen Georgien und Slowenien gespielt haben. ja. Haben gegen Georgien gewonnen. 5:0 sind wir da gewesen. Und wir haben gesagt, wir müssen unsere Sachen kontrollieren. Wir müssen alle Spiele gewinnen, Ja, damit wir USA aus dem Weg gehen. ja. Okay. Dann, wir spielen gegen Slowenien. Ah ja, okay, ich weiß jetzt. Dann passiert das mit Daniel Ja. auf dem Spielfeld. Daniel ist so ein bisschen am Rumeiern und ich habe gesehen, er ist nicht wirklich, locked in irgendwie. Irgendwas hat da einen Dank habe ich ihm Pass gegeben, er verstopft ihn und so und, da muss ich auch sagen, weil das weiß auch keiner, Mhm. da, habe ich mit Daniel geredet, habe gesagt: „Ey, straff dich mal. Sieh zu, dass du“ weißt du? Und eine Sache, die er nicht mochte, ich habe so getan, als würde Coach Herbert mich anschauen Mhm. und habe gesagt: „Wechsel ihn aus.“ Aber er hat dich gar nicht Er angeschaut? hat mich aber gesehen. Daniel hat mich gesehen und ich bin zu Coach Herbie gegangen und habe gesagt: „Ey, wechsel ihn mal aus.“ Und Daniel ist abgedreht. Genau deswegen. Und er sagt: „Was machst du denn da und so? Was ist das und so? Mach nicht so.“ Ich habe gesagt: „Bro, das habe ich nicht ich habe da noch nicht gesagt, dass er es Mhm. nicht gesehen hat.“ Aber das war für mich ein, Wendepunkt und so 'ne Motivation. Ich sage nicht, jeder macht halt so, wie er denkt,
am Ende des Tages. Ich Mhm. sage nicht, das ist eine richtige Entscheidung, die ich gefällt habe, aber ich kenne Daniel schon sehr, sehr lange Du wusstest, das ist so 'n Triggerpunkt bei und ihm. ich kann ihn so triggern. Und, ich würde ihn gerne mal hier zum Podcast bringen, damit er das bestätigt, weil das hat er nicht gefeiert, gar nicht. Mhm. Aber ab dem Punkt, sind wir ja dann zur Auszeit gegangen und, da ist ja Coach auch noch mal 'n bisschen durchgedreht, wie man auch gesehen hat im Fernsehen. Ja, das war dieser Aber, Moment. ähm, keine Egos im Team. Und wir haben dann habe ich da wo wir dann eingewechselt wurden, habe ich Daniel genommen so und habe gesagt: „Ey, Bro, so wir egal was ich sage, egal was du sagst, wir gehen immer die gleiche Linie.“ Und er sagt: „Ey, ich weiß ganz genau.“ So und, dann sind wir wieder zum Spiel gegangen, haben das Spiel wir waren mit 13 hinten Mhm. und haben das Spiel zur Halbzeit waren wir mit einem vorne oder ein hinten, eins von beiden und haben mit 29 Punkten gewonnen am Ende noch. Wir gewinnen jetzt, darauf will ich eigentlich hinaus. Wir gewinnen das Spiel Mhm. und wir gucken das letzte Spiel an, USA gegen Litauen. Wir haben gesagt, wir müssen nur das kontrollieren, was wir kontrollieren können. Mhm. Und USA macht so oder so ihr Ding. Die werden ja nicht verlieren. Mhm. Und dann, wenn das so passiert, dann treffen wir sie im Finale. Das war unser Denken. Mhm. Wir gucken dieses Spiel und Litauen ist einfach vorne mit 15 Punkten. Ja, ich erinnere mich. Und wir so, ach du, also, und ich im Kopf, ich sage, was? Also ist keine Chance. Mhm. Wir gehen in die Mensa, wo wir gegessen haben und wir gucken dieses Spiel. Wir haben so iPhone, einfach so Mhm. 6 Leute gucken dieses Spiel. Und dann sind sie rangekommen, waren nur noch 5 Punkte, dann auf einmal wieder 8 und es ging hin und her die ganze Zeit. Und am Ende verlieren die einfach. Und ich bin einfach, also wirklich, ich war so, ich habe gesagt, für was haben wir das jetzt alles gemacht, im Halbfinale gegen USA zu verlieren? Das war so mein, Ja, ja. und ich weiß nicht, ich bin hochgekommen. Ich glaube, ich habe dir das auch erzählt. Ja, hast du. Aber du bist dann pennen gegangen und ich bin einfach die ganze Nacht wach. Und ich denke mir so, für was jetzt? Für was sind wir jetzt 6-0 gegangen? Und nächsten Tag dann bin ich aufgestanden und habe gesagt, ey, weißt du was? Wir müssen so oder so jeden schlagen, das hast du auch immer gesagt. Mhm. Um zu gewinnen, dann machen wir es halt im Halbfinale. Okay, jetzt wieder zu dir, wo du meintest in Manila. Ja, da ging ja eure Erfolgsgeschichte weiter. Wie gesagt, die Gegebenheiten für dich persönlich waren etwas besser. Du hast dort erst hattest du, fand ich fand, in Japan hattest du noch gar keinen Schlafrhythmus. Das ist ja natürlich immer mit der Zeitverschiebung noch immer so Mhm. eine Sache und du hast eh immer Schwierigkeiten mit dem Schlafrhythmus so, den zu finden. Und ich hatte das Gefühl dann, als wir in Manila waren, da natürlich das Essen war besser, deine Routinen, haben besser gepasst, weil zu dem Zeitpunkt, wo du essen solltest, hattest du dann auch Hunger und hast auch gegessen. Weißt du, habe ich dir Frühstück häufiger mit nach oben gebracht und so. Mhm. Dann hast du am Bett gegessen oder was mitgenommen und, du hast geschlafen, dein Schlafrhythmus war wesentlich besser und so. Und dann dachte ich mir auch schon so: „Okay“, und ihr wart auch alle so motiviert und ihr habt auch einfach Bock gehabt und so. Und ich dachte mir schon so: „Okay, das wird dieses Mal.“ Und Mhm. ich habe auch in Manila, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, glaube ich nicht mehr, also natürlich, ihr habt natürlich gewonnen, gewonnen, gewonnen und so, ne, aber ihr habt nicht eine so Down-Phase gehabt. So diese Angst war gar nicht mehr da, die ihr zum Beispiel vorher hattet, oder diese Enttäuschung, dass halt eben euer Plan nicht aufging oder was auch immer, Mhm. sondern ihr wart so selbstbewusst Ja, und so null eingeschüchtert von keinem Gegner. ja, das stimmt. Und das hatten wir halt zu viel 2019. Mhm. Und ich habe einfach die letzten Jahre, wie meine Teammates ihren Weg gegangen sind, ist halt crazy. Wir haben eins der besten Center in Europa, Mhm. der auch sicherlich NBA spielen könnte. Dann haben wir Thiemann, haben wir Maodolo, der sein Ding macht. Also wir haben Andy Obst, wir haben so viele Leute, die wirklich über die Jahre so hart gearbeitet haben und einfach diese ganze Arbeit, die sie reingesteckt haben, dieses Selbstbewusstsein, dann kommt keine Fear mehr. So, du hast Mhm. keine Angst mehr, wenn du dann jemanden begegnest, weil du weißt, du hast so viel reingesteckt und so viel Arbeit
in Basketball gesteckt, dass du einfach keine Angst hast, weil du weißt: „Ey, ich bin bereit für diesen Moment.“ Mhm. Und, das habe ich halt direkt von Anfang an gesehen. Aber wir haben gegen Lettland gespielt und Lettland, muss ich ehrlich sagen, ich vor dem Spiel, ich habe jeden Wurf getroffen, ne? Jeden. Ich dachte, ich gehe so für 30, 40 Punkte. Ja, Ich habe gedacht, es wird ein krasses ja, Spiel. Die haben uns ja immer aufgerufen, Number ja, 17, und wir waren ja, immer in dieser Kabine. ja. Lettland ist in dieser Kabine und die sagen gar nichts. Und ich gehe so in unsere Runde, ich laufe immer so, gehe immer so rum und rede nicht und so. Und dann habe ich gesagt, ey Jungs, die Jungs sind hier eingeschüchtert und so, die wollen gar nicht gegen uns spielen. Die haben Angst. Und alle so, yeah, let's go, bam. Wir Ja. gehen raus. Die waren leise, aber die waren ready. Boom, erste Punch haben die direkt geworfen. Ich so, okay. Ersten Floater daneben gemacht. Zweiten Floater, sehr kurz. Oh, du warst so frustriert, ne? Ja, unglaublich. Boah. Ich habe Ich habe immer bei jedem Wurf immer Auszeit, habe ich so zu Keith geguckt und er sagt, ey, wirf Mhm. weiter. Du hast auch gesagt, hast mir in der Halbzeit geschrieben, mach weiter und wirf einfach, denk gar nicht. Ich denke mir so, okay. Das habe ich nicht geschrieben, du hast meinen Zettel nicht gelesen, wa? Ach so, welchen Zettel? Ich habe War dir doch Zettel? ja, ach so, ich habe dir geschrieben, die Nachricht, da hast du recht. Ja. Aber ich habe dir 'n Zettel, zukommen lassen, den hat Heikel dir gegeben. Und du hast ihn voll lange in der Hand gehalten und du standst an der Wand und warst richtig frustriert und du hast ihn später erst gelesen. Ah. Und ich habe zu dir gesagt, du sollst mal deine Augen zumachen, du sollst ganz tief durchatmen, also Mhm. dreimal Mhm. und dich einfach resetten und dann wird alles wieder gut. Aber ich habe das gesehen, du warst so richtig Ich war und deswegen, ich habe ja noch nie, glaube ich, in meinem Nationaltrikot 24 Würfe genommen. mhm, Weiß ich nicht. Also, ja, ja, ich habe ja auch in der WM das meiste, was ich geworfen habe, waren 18 Würfe, ja, ja. weißt du? So, und da habe ich halt immer weiter, 0 Punkte zur Halbzeit. Ich habe mir gedacht so: „Ey“, und meine Teammates, die kommen zu mir: „Wirf weiter, das sind deine Würfe.“ Und ich war so: „Okay, der geht rein“, weil ich arbeite so hart an meinem Wurf jeden Tag und ich habe immer die Würfe genommen, die ich jeden Tag trainiere so. Die haben einfach nicht Aber das ist gepasst. manchmal so. Manchmal ist das so. Aber im Endeffekt, ja, du hattest dein Team hinter dir und Und die das haben ist auch gemacht, die eine haben Sache, übernommen. die wir nicht hatten. Da ist Franz Wagner zum ersten Mal wiedergekommen. Er ist Ja. nicht gestartet, weil Isaac so krass gespielt hat. Mhm. Wie gesagt haben, Franz soll erst mal langsam wiederkommen. Ja. Und dann hat er, so richtig krass gespielt, wo er reinkam, hat dann auch zweite Halbzeit gestartet, weil Coach wusste, ich bin am struggeln. Mhm. Ähm, und dann habe ich auch im vierten Viertel, glaube ich, habe dann 9 Punkte am Ende gemacht. Mhm. Auch im vierten Viertel habe ich mich ein bisschen gefangen. Und, aber das ist ein kompletter Team-Effort. Also früher wären wir komplett zusammengebrochen und wir hätten mit 20, 30 verloren. Ja. So, aber jetzt, wie das Team aufgestellt ist und wie jeder einfach selbstbewusst spielt und Der eine fängt den anderen auf und ja, so. unglaublich. Also, War krass zu sehen auch, ja, als wie, Zuschauer wie auch. die zu mir gekommen sind und gesagt haben, ey, das sind deine Würfe, wirf die weiter und so. Und ich so, ey, aber was ist das? Und so, die sagen, ist mir egal, wirf einfach und sowas. Du machst das. Und da habe ich halt gemerkt, also nichts wird uns stoppen. So. Aber ich hatte nochmal wirklich so Angst gehabt bei diesem letzten Wurf, wo Bertans den Ball, ich habe ja ein paar Sekunden gehabt, bin zum Mhm. Korb, zur Freiwurflinie, habe so einen Floater gemacht, Short. Wir sind mit 2 vorne. Mhm. Bertans kriegt den Ball, läuft nach vorne und wirft einfach von der Mittellinie fast. Und der Typ ist ein kranker Werfer, ne? Also Mhm. wirklich. Und ich gucke diesen Ball hinterher, weil ich war so fast unterm Korb, so ein bisschen schräg. Mhm. Und ich konnte halt sehen, okay, der sieht eigentlich ganz gut aus, aber der ist so ein bisschen weiter hinten, aufgeprallt. Und dann musste ich erstmal, also wirklich sehr, sehr viel Angst gehabt, weil hätten wir das Spiel verloren, dann Das hättest du hätte dir selber nicht verziehen. Das hätte auch niemals Deutschland ja nicht verziehen, glaube ich. Deutschland hätte es mir auch nicht verziehen. Ich bin Glaube ich ehrlich auch mit dir, nicht. da wäre das nicht so, wie es jetzt auf jeden Fall ist. Zu 1000 Und nicht, Leute ja. hätten auf jeden Fall also meinen Namen in
durch den allen Dreck Konvos gezogen. auf jeden Fall gehabt, zu Mhm. 1000%. Aber, ähm, ja, ich habe gesehen, wie der rausgegangen ist und dann habe ich erst mal, durchgeatmet und habe gesagt: „Boah, krass.“ Und habe mich bedankt bei meinen Teammates, wie krass sie gespielt haben und ja, das war crazy. Ja, und dann hattest du ja auch, körperliche Leiden, ne? Du hattest ja richtig Probleme mit dem Rücken gehabt plötzlich. Ja, das war ein Spiel, aber einen Tag vor dem in dem Spiel gegen Georgien, einen Tag vor Slowenien, Ja, ja. Hexenschuss bekommen, hatte Und das übertrieben Stress, und das wurde und wurde nicht besser. ja. Und Hast trotzdem durchgezogen. weitergespielt und dann war USA dran. USA, nächster Tag nach dem Spiel. Ich habe ja extra so gepostet, das habe ich dir auch gesagt: „Ey, Mhm. ich poste das und so und dann wirst du sehen, die Leute werden durchdrehen.“ Habe ich so einer hat so 'n Edit gemacht, so, so wie bei Space Jam. Er hat seine Kraft nicht mehr irgendwie, Ja, ich weiß ja, nicht ja, mehr, ich weiß, dieses welche ja, diese ja, kleinen ja. Aliens von Und Space Jam 1. ich sage, ich habe das schlechteste Spiel ever gespielt. Ja. Und wie Deutschland da siehst du halt, wie Deutschland Medien wirklich sind. Mhm. So wie die sich draufgestürzt haben. Ich habe es dir vorher noch gesagt, ich mache 'n Joke draus, Ja. dass die Medien so doll dran, anbeißen und weiterhin, obwohl ich das schon einmal geschrieben habe, die Leute das immer wieder und immer wieder, Mhm. geschrieben haben. Ich habe Videos gesehen, ich will den Namen jetzt auch nicht nennen, also ehemaliger Spieler, Mhm. wäre jetzt, 'n Boost für ihn, wenn wir ihn jetzt hier nennen würden, ähm, der gesagt hat: „Ja, aber da muss der Coach ihm sagen, er darf nur 20 Würfe nehmen oder 18, er darf da nicht 24 Würfe nehmen.“ Und Mhm. also, das war also schon extrem hart, zu sehen, wie Ja. Deutschland darauf reagiert hat. Ja. Ähm, und dann bin ich aufgestanden. Es war ein neuer Tag. Ich gehe in die Halle, wir werfen, meine also normale Routine, Mhm. aber alle fragen mich so: „Dennis, wie schaffst du das? Jetzt nach so einem Spiel, wie du gespielt hast, wie schaffst du dich darauf zu“ Mhm. Ich denke mir, ja, also genau das Gleiche, ich mache die gleiche Routine, die ich immer habe. Mhm. Also im Endeffekt werde ich trainieren, danach meine Würfe nehmen, wie ich es immer mache Mhm. und, habe Selbstbewusstsein und so viel Confidence, dass ich sage: „Das war ein Spiel. Das Ding ist jetzt weg. Das haben wir hinter uns gelassen. Das Team hat für mich gewonnen und für Deutschland, aber jetzt habe ich sie wieder.“ So, und das, zeichnet natürlich ein Team aus und Leute haben halt, geschrieben, als wäre es vorbei, weil ich kein gutes, Spiel hatte und ich darauf jetzt nicht mehr, 'ne gute Leistung bringen kann sozusagen. Und, ja, dann kam das Spiel. Ich weiß noch, ich war auch sehr, sehr lange wach, in der Nacht und bin dann aufgestanden, bin zum Shootaround und ja, da war ich echt, locked in. Ich habe mit Keith noch gesprochen, was Gameplan ist, wie wir spielen sollten. Mit dem Team haben wir gesprochen, Coach. Und das war eigentlich: „Jungs, wir sind bereit für den Moment. Wir spielen genauso wie die, sehr, sehr schnell. Und, die haben den Druck, nicht wir.“ So, das haben wir immer gesagt. Und, ich weiß noch, wo wir das in Abu Dhabi verloren haben, da habe ich gesagt: „Hört mal zu, ich werde dieses Spiel, wenn wir gegen die treffen, werden wir dieses Spiel nicht verlieren, weil ich ganz genau weiß, was ich am Ende des Spiels mache.“ So, und, Jaren Jackson, der hat mich sehr gut verteidigt 1 gegen 1, Mhm. weil die haben alles geswitcht, das heißt also Screen-Situation und die wechseln einfach den Spieler, sodass einer immer vor dem Ball ist. Und das war halt in Abu Dhabi so. Und da war auch noch eine Schlüsselaktion, oder Schlüsselmoment, wo wir gegen USA gespielt haben in Abu Dhabi. Da haben wir immer Jaren Jackson nach vorne geholt. Aber Niels Giffey kam zu mir und hat gesagt: „Ey Dennis, anstatt Jaren Jackson, hol Austin Reeves.“
Und tsch, wie ihr alle gesehen habt, alle, die das verfolgt haben, die letzten 4, 5 Angriffe waren immer über Austin Reeves. Und Nils Giffey hat nicht viel gespielt. Er war ein paar Sekunden drin, hat eine geile Verteidigung gehabt zum Ende des Viertels und wurde dann wieder ausgewechselt, weil ich zum Coach gesagt habe: „Ey, ist entweder Franz oder ich muss auf dem Feld sein.“ So, weil damit wir die Kontrolle trotzdem noch behalten. Mhm. Einer von uns beiden immer auf dem Feld. Und, dann hat er aber Nils Giffey rausgenommen und ich wollte das eigentlich gar nicht, so, weißt du? Und habe mich sehr, sehr schlecht gefühlt in dem Moment, aber er hat das so genommen wie ein, also, professioneller geht's gar nicht. Und dass er dann noch zu mir kommt und sagt: „Ey Dennis, hol Austin Reeves“, das sagt mir einfach, dass der Typ will einfach nur gewinnen, so. Mhm. Und der hat kein Ego, dass er nicht spielt, dass er nicht gepunktet hat. Und, das war halt der Schlüssel zu diesem Sieg. Und, daran werde ich mich für immer, also, bedanken, aber auch, ähm Wertschätzung ja, Wertschätzung ist auf jeden Fall da, aber dass er das in dem Moment macht, ist einfach, ist Wahnsinn, ist ist krank, groß, also ja. wirklich. Und, daran werde ich mich immer, erinnern. Das war so ein Schlüsselmoment, der auch immer drinne bleiben wird. Einer von ganz vielen, ja. Ja. Ja, ich werde nie vergessen, wie wir in, immer sehr vollen Hallen gespielt haben und trotzdem wir immer nur so 10 Deutschlandfans waren und egal gegen wen wir gespielt haben, selbst gegen Georgien, sie waren für Georgien. Ja. Wieso hat denn nie jemand eigentlich für Deutschland gejubelt? Ich meine, das habe ich gar nicht verstanden, ne? Also, es gab einfach keine Fans. Es gab gar keine da war gar keine Liebe für die deutschen Spieler. Mhm. Und, wir waren da ja eben halt so 'n paar, die Frau von Thiemann, Mhm. dann die Frau von Andi Andi Obst, mhm. und ich und die Eltern von, Wagner-Brüder. genau, ja. Ja. Wir waren so ich glaube, wir waren lauter als die ganzen anderen Ja. 1.000, die da waren. Und das war einfach so unfassbar emotional, ne? Ja. Aber man muss auch sagen, da sind 60 bis 80 Leute aus Deutschland angereist, die ganz, ganz oben waren. Das war auch eine Frechheit von der FIBA, dass die deutsche Nationalmannschaft da ganz oben hingebracht haben, also die Fans. Ich habe gar keine gesehen. Doch, da waren wir, haben ja auch so eine Unterschrifts Stunde gehabt, so So 'n paar habe Autogrammstunde. ich also 'n paar saßen da manchmal auch bei uns. Also, ich will nicht sagen, es Genau. waren nur wir, aber es waren wirklich sehr, sehr wenige. Na ja, und Mhm. Shirin Bori kam dann ja noch, die kam Klar, dann ja nach, Manila dann. ja. Ähm, Es war sehr, sehr leise auf der deutschen Seite. Aber auch das also, ich weiß auch nicht, es hat einfach irgendwie nichts hat gepasst und irgendwie hat dann noch alles gepasst. Und, ich glaube, so wie's war, war's einfach perfekt und ich glaube, alle Puzzleteile so fügen sich so zusammen und haben dann eben das große Ganze ergeben, nämlich 'ne goldene Medaille. Aber lass uns auf jeden Fall noch einmal über das letzte Spiel sprechen. Ja, Serbien. Also Serbien, ein Team gewesen, die keinen Star hatte. Hey, ganz kurz noch, weißt du noch vorm Serbien-Spiel, wo die dich auf 'n Bier einladen wollten und die einfach getrunken haben? Das waren doch war Ne, doch das war Georgien. das war Georgien? Ach Ja, so, ich dachte, Georgien. das waren die Serben. Weil nachdem wir 4 Spiele gewonnen haben, Gruppenphase, wussten sie, dass wir gegen die spielen. Okay, Und, gut, das war da Georgien, waren sie okay. draußen und, wir waren da auch, weil wir da gegessen haben. Und die wollten uns auf ein Bier einladen. Er hat gesagt: „Ey, ich kann dir auch 4, 5 holen.“ Ja, das ist auch witzig. Aber Äh, okay, das, ist mir nur grad so eingefallen. Ich dachte, ja, das ne, war ne, Serbien. das war Georgien, ja. Okay. Aber, USA, ja, das, also, wie gesagt, dieses Spiel war, hm, dominiert, ganzes Spiel auch wieder. Mhm. Ähm, Wie schnell wir gespielt haben. Andi Obst und Franz Wagner am Anfang, Daniel Theis, 21 und 10 oder 11 Rebounds. Vogtmann, Thiemann, so einen krassen Offensiv-Rebound. Da hat halt wirklich alles gepasst, ne? Also Isaac Bonga mit so vielen Blocks an Jalen Brunson und Mikal Bridges. Genau, haben wir das Spiel gewonnen und, wir haben gefeiert und ich weiß noch, wie du mir das Video geschickt hast von Junior, wie Junior einfach in der Hallway im Hotel weint und rumschreit und gar keine Stimme mehr hat. Er sagt: „Let's go!“ Und,
das war wie ein Film. Das war echt wie 'n Film. Wie du hast schon Tränen in den Augen. Ja, es war Das echt ist, das wenn ich an Junior denke, das war so ein schöner Moment, ne, wie stolz und glücklich er war und wie er nach jedem Spiel einfach nur zu dir wollte und ja, wow. das war echt crazy. Und er hat auch das war noch in der Gruppenphase, da wo ich, 'n Dreier, treffe und Freeze mache und er schreit einfach so in die Crowd und da habe ich mich einfach gesehen in ihn, wo ich halt gesagt habe: „Ey, der der Kleine, der kommt echt wie sein Papa“, ne? Oh ja, In total. vielen. 1:1. Ähm, genau, und dann habe ich das Video gesehen, wir haben gefeiert und dann hat man auch gesehen, habe ich auch als Reel gepostet bei Instagram, dass wir jetzt feiern können und, den Abend gut ausklingen lassen können, aber wir dann, wenn wir ausstehen, es wieder losgeht. Mhm. Und Serbien war ein Team, die haben keine Stars gehabt. Die waren nur, also auch so wie wir eigentlich, Teamspieler. Mhm. So wie die gespielt haben, Basketballer, also Offensive, Defensive, sehr hart gespielt. Und die haben einfach, also geilen Basketball gespielt. Und, ja, dann einen Tag vor dem Spiel habe ich natürlich wieder nicht viel geschlafen und habe mir ausgemalt: „Okay, ey, es sind ja 2 Optionen. Mhm. Entweder wir verlieren dieses Spiel“, und ich habe so Visionen gesehen, wie ich in der Ecke bin und rumschreie und rumheule, dass wir verloren haben. Und dann habe ich auf der anderen Seite gesagt, wie wir gewinnen und wie ich diese Trophäe nach oben reiße so. Und ich habe halt gesagt: „Ey, ich kann dieses Spiel nicht verlieren, ist keine Chance.“ War auch bis 5 Uhr oder 5:30 wach am Morgen, konnte einfach nicht pennen, weil ich die ganze Zeit das so vor Augen hatte. Gehe dann zum Training, Shootaround um, weiß ich gar nicht, 9 Uhr und, ja, die gleiche Routine wie immer, werfen und danach auch noch geworfen. Dann, mit Keith und Mikey, bisschen geredet, Mittag gegessen, im Zimmer, da wo wir Essen bestellt haben und dann bin ich pennen gegangen. Mittagsschlaf, aufgestanden, war ready, so. Und dann beim Werfen hat sich schon alles gut angefühlt und hat gesagt: „Okay, jetzt ist Final.“ Und jedes Spiel, wenn ich rausgelaufen bin zum Aufwärmen, als Team, da war immer die Trophäe dort und ich habe die Mhm. Trophäe immer angefasst, weißt du, und gesagt: „Boah, die können wir mitnehmen.“ So, das war schon von K.O.-Phase, schon vom ersten Spiel an, Japan. Und ja, dann ging das Spiel los. Die Serben, also wie krass die getroffen haben, ne? Also Bogdanovic trifft, mit Brett, dann Jovic, der von den Miami Heat, trifft mit Brett. Und ich denke mir so: „Ey, so was ist hier los?“ Mhm. Und, ja, um es kurz zu halten, Halbzeit sind wir mit einem Punkt vorne oder die mit einem Punkt vorne, sorry. Und wir in der Kabine reden und sagen: „Ey, wir müssen einfach nur so weiterspielen, wie wir spielen“, weil im Endeffekt die haben 3, 4 mit Brett reingemacht. Also, wir sind in Ordnung. Wir spielen Mhm. gute Verteidigung, alles ist in Ordnung. Und der Obradovic, das ist der Point Guard gewesen von Serbien, der kam ins erste oder zweite Viertel, wo es gut lief für die, hat er gesagt: „Oh, you mine. Du gehörst mir dieses Mal, also dieses Spiel.“ Mhm. Und, hatte wirklich, große Cojones, muss ich sagen. Aber bei mir immer, wenn jemand so redet, Dann drehst du auf. Das ja, ist dein Triggerpunkt. dann ich muss echt finden, also, irgendwas finden, was mich immer so triggert, jedes Spiel. Weil wenn jemand so mit mir redet, das ist, wo ich bin keiner, der Trash talkt und ich mache natürlich meine Faxen mit Freeze und diese ganzen Sachen, aber Leute haben immer gesagt, auch in der NBA, Dennis ist immer einer, der so, und das, also natürlich habe ich immer versucht, der Beste zu sein und Mhm. immer, alles gegeben, aber wenn jemand mich, das habe ich so wurde ich, erzogen, wenn jemand was, gegen dich macht, dann mach's genauso zurück. So, und, im Endeffekt, ich war immer dafür geboren, wenn jemand mich versucht so getrashtalkt hat, ich habe genau das Gleiche gemacht. So, und dann hat er, genau das gesagt und ich bin, ja, von da an, aufgedreht. Hatte 'n Dank
Meinen ersten und einzigen Dank in der WM. Und, genau, dann zur Halbzeit haben wir gesprochen, rausgegangen und, haben das Spiel einfach gewonnen. Und dann, wo ich habe auch also, da war, der letzte Moment, die letzten Sekunden. Wir sind nur noch mit einem vorne. Ne, mit 2 vorne, sorry. Die haben ja diesen Obradovic ist ja auch aufgedreht. Mhm. Voll viele Dreier getroffen. Dann hatten sie einen in der Corner, wo sie hätten komplett freien Wurf und +1 gehen können. Haben sie daneben gemacht. Wir haben den Rebound. Wir sind, mit 2 vorne. Ich dribbel den Ball nach vorne und Johannes Vogtmann will ein Screen setzen. Mhm. Und du siehst auch in diesem Video, wie ich sage: weil ich habe den Obradovic vor mir gesehen. Und ich habe gesagt: „Okay, weil du das gesagt hast, jetzt 1 gegen 1. Und ich werde auf jeden Fall werfen, egal was passiert." So, und ich weiß noch, also ich dribbel und Johannes Vogtmann will hochkommen und ich schicke ihn weg. Ich sage: „Geh mal in die Corner." Und dann habe ich meinen, Flamingo-Move gemacht, wie ich den immer mache. Aber normalerweise ziehe ich dann links vorbei. Aber er hat sich so krass auf links verlagert, dass ich dann noch rechts rübergezogen bin und er einfach komplett nicht mehr in the picture war und dann den Layup. Und da siehst du, nachdem ich den getroffen habe, da siehst du einfach, wie mein Auge so, also wie ich so nach oben gucke und es einfach nicht fassen kann, dass wir, weißt du, 4 Punkte, noch 20 Sekunden zu spielen. Wir sind in einer sehr, sehr geilen Situation. Mhm. So, und dann haben sie einen Dreier geworfen, nicht getroffen. Und ich habe den Ball einfach so in der Hand und lass die Zeit runterlaufen. Und wir sind einfach Weltmeister. Das war, also wie gesagt, diese 3 Wochen in Okinawa, Manila, diesen Moment zu feiern und dann auch also meinem Geburtstag von meiner Mom auch noch, 10.9. Aber die Family dabei zu haben, die Kinder dabei zu haben, wie Junior schreit, ich schaue mir die Videos eigentlich täglich an, wie du zu mir gekommen bist, dann ist Che da, Bori da, also meine 2 Brüder. Also, Besseres konnte ich mir niemals, also, vorstellen als das. So, das war, unbeschreiblich. Das kannst du gar nicht, also, ich versuche immer dieses Feeling wiederzubekommen, aber du kannst dieses Feeling, also, kannst du nur einmal fühlen, wenn du halt Ja, ja. gewinnst. Und, deswegen gucke ich mir diese Videos an und diese Videos, da habe ich direkt Tränen in den Augen, so wie wir so feiern und wie du alle haben auch geschrieben bei diesem Video, wo du direkt auf mich zukommst, weil ich habe da noch mein Trikot an und so. Und Leute haben dazu geschrieben: „Hä, der schwitzt doch voll Ach und so, so. der stinkt doch bestimmt voll." Aber das war gar nicht Thema, ne? Also, weil wir einfach Weltmeister geworden sind. Das war so ein emotionaler Moment. Und das war einfach verrückt. Also, und was das halt hier in Deutschland auch, für Aussehen gesorgt hat, also Unfassbar. Ja, unglaublich. wohlverdient. Es war 'n glatter Durchmarsch. Das war 8:0. das machen wir jetzt noch mal. 8:0 in diesem Turnier zu gehen, ist einfach crazy. Und ja, also ich bin, wie Du gesagt, bist bereit. für Olympische Spiele. Das ist das Nächste und da gucken wir mal. Wir haben auch ein Spiel gegen, USA in London. Da wird man sehen, bringen natürlich die ganzen Allstars, Superstars mit. Aber wie gesagt, also mit meinem Team, da würde ich gegen jeden spielen, weil der Zusammenhalt einfach da ist und wir einfach Spaß miteinander haben. Wie wir zusammen spielen, ist unfassbar und da, kann alles passieren. Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt. Wir sind alle gespannt. Wir sagen Deutschland ist auch, also, was ich sage immer: „Wir haben die Weltmeisterschaft gewonnen." Jetzt ist so ein krasser Hype und Leute sagen: „Hey, ihr reist als Weltmeister mit, also seid ihr auch olympischer, also, weißt du, gewinnt ihr auch Olympia."
wo ich halt sage, das ist nicht, also natürlich will ich gewinnen. Ich will alles geben. Ich will, so wie da, also immer wenn ich ein Spiel antrete, will ich jedes Spiel gewinnen. Mhm. Aber beim Basketball funktioniert das nicht immer. Da sind Faktoren, da muss alles wirklich zusammenpassen Im und wir Sport versuchen allgemein, natürlich. glaube ich. Bitte? Im Sport allgemein. Ja, Mhm. natürlich, aber ich rede, Basketball Ja, verstehe ich, kenne ich. Und ich würde mir einfach wünschen, egal wie es ausgeht, auch wenn wir also Olympiasieger werden, ja, aber auch wenn es nicht so ist, dass einfach Deutschland hinter der Mannschaft steht. genau, ja. Weil wir wollen nicht verlieren oder wir wollen nicht schlecht spielen. So wie bei Fußball auch. Fußball-EM geht jetzt los und wünsche natürlich der deutschen Nationalmannschaft alles Glück der Welt und die werden auch Europameister, meiner Meinung nach. Aber wie sie die auch die letzten Jahre so, Auseinandernehmen, weil ja, ich diese finde das nicht in Erfolgsfans, Ordnung. ne? Und ich finde einfach, dass man, wenn man Fan ist und wenn man das unterstützt, auch da bleiben sollte, wenn es auch nicht, In harten Zeiten, schwierigen ja, Zeiten. einfach da Wie sein in der und Liebe. Ich meine, mit der Sport, das ist ja auch immer Liebe zum Sport und so, aber wenn es dann schwierig wird, dann sind sie alle weg oder einen auf den, sie haben es ja gewusst und wenn sie aber gut spielen, dann haben sie es auch alle gewusst. Es ist halt so, ja. Und ja, da würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass die deutsche Nationalmannschaft, wir natürlich gut spielen, klar. aber egal wie das ausgeht, auch in Zukunft, dass einfach die ganzen Fans in Deutschland einfach am Start sind und supporten, Mhm. egal wie es geht, egal was passiert. Ja, Und ja, dass sie einfach am Start sind. Also das wünschen wir uns als Spieler, weil wir Deutschland so gut wie möglich repräsentieren wollen. Und das wäre auf jeden Fall für uns also für uns Sportler, für uns Spieler wäre das das Größte. Egal wie es geht, auch wenn wir jetzt direkt rausfliegen, dass Leute einfach am Start sind und sagen, ey, ihr habt alles gegeben. Und genau, das wollte ich einfach nur mal so als Side Note. Ähm, Ich will natürlich jedes Spiel gewinnen und will Olympiasieger werden, aber wenn es halt mal nicht so ist, dann sollten trotzdem alle am Start sein. ich verstehe die Message, aber wir gehen hier natürlich von Gold aus, ne? Das ist das Ziel. Was ich dir gesagt habe, bei Das ist mir, das Ziel. ich gehe nie in irgendein Spiel oder in ein Wettbewerb, Turnier ja. rein, Mhm. wo ich sage, ich will eine Medaille oder ich will Gold, will Silber oder will Bronze. So. Ich weiß, selbst wenn du Karten spielst gegen deine Ehefrau, selbst da kommt Muss nur ich ein gewinnen. Sieg in Frage. Ja, sorry. Also so bin ich einfach mein Leben lang gewesen und Fährst ja ganz gut damit. ja, Dementsprechend, ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf Olympia. mhm. Wir hoffen, dass wir die Erfolgsgeschichte fortsetzen können. Wir haben mit Bronze angefangen, dann Gold. Beides wird unvergessen bleiben und jetzt schreiben wir das nächste unvergessliche Kapitel hoffentlich Olympische Spiele. und freuen uns darauf auf jeden Fall. Genau. Und da werden natürlich auch bei den Olympischen Spielen werden wir auch sehr viele Videos bringen und sehr viele Podcasts und nehmen euch natürlich auch mit, damit ihr seht, wie es wirklich ist in den Dorf, in der Bubble. Genau. Und das wird sehr cool. Deswegen subscribt auf jeden Fall den Channel. Ja. Und ich weiß nicht, ob man dort liken kann, aber schreibt auf jeden Fall in die Auf YouTube auf Kommentare jeden bei Fall, ja. YouTube, was ihr noch sehen wollt, Themen. Und liked das Ganze auf jeden Fall auch bei YouTube. Und wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal. Bis zum nächsten Mal.